Hallo meine Lieben vom Paderborner Flughafen. Ich bin heute eingeladen von Mercedes, den neuen C63 AMG zu fahren, das Facelift-Modell. Und hinter mir stehen sie auch schon. Hier ist jetzt so der Empfang. Wir sind jetzt hier gerade angekommen. Der Olli ist auch schon da. Der Franz, der kommt jetzt gleich noch. Und ein paar andere YouTuber und Blogger. Ich weiß noch nicht so genau, wer sonst noch alles kommt. Ich lasse mich da jetzt gleich mal überraschen. Werdet ihr ja gleich sehen. Und hier stehen die guten Schätzchen auch schon. Schön aufgereiht. Davon dürfen wir uns auch gleich einen aussuchen. Und damit fahren wir dann weiter zum Bilsterberg und da geht dann die Action ab. Da können wir das Auto mal auf Herz und Nieren testen und ich freue mich, weil den Bilsterberg kenne ich ja schon, ist eine bekannte Strecke und gefällt mir persönlich auch echt gut. C63 ist auch mal ein schönes Auto. Der hat ja jetzt so einige Neuheiten, die ich auch unbedingt mal ausprobieren möchte. Dazu auf jeden Fall später mehr. Das ist ganz praktisch, dass der Olli auch einen C63 fährt, denn er fährt ja noch das Vor-Facelift. Und hier haben wir schon mal so einen ersten Eindruck vom Unterschied. Von der Front kann man schon einiges erkennen. Was ich sehr schön finde, die Facelift-Modelle, die haben jetzt auch den Panamericana-Grill. Gucken wir uns mal das Heck an. Wir schauen uns einmal hier den Diffusor an vom Vor-Facelift und einmal vom Facelift. Da können wir auch schon erkennen, dass wir auch hier wieder eine deutliche Änderung haben. Also schon mal wesentlich wuchtiger das Ganze. Gefällt mir sehr gut. Ist mal wieder zu spät. Warum? Wie immer. Ja, ach so. Jetzt hast du mich erwischt. Ja, ich musste kurz Autos tauschen. Welchen nimmst du denn jetzt? Den hier. Das Coupé? Ja, 51,7. Du hast ein Cabrio, oder? Ich habe jetzt das Cabrio gewählt, weil ich dachte mir, heute ist so ein perfektes Aber Wetter. darfst du offen fahren? Hm? Hast du gefragt, ob du offen fahren darfst? Wieso soll ich Stimmt, nicht offen fahren dürfen? Ja, ich denke auch, ne? Eigentlich Dafür schon, ist es oder? doch da. Eigentlich schon, ne? Auf der Eigentlich, Rennstrecke natürlich nicht. Da eigentlich- haben wir ja andere Autos. ja, aber du hast recht, eigentlich ist das perfekte Wechsel fürs Ja. Cabrio, ne? Aber ich bin nicht so der Cabrio-Typ. Ich auch nicht, aber ich dachte mir so, wenn jetzt mal die Möglichkeit besteht, sollte man sich vielleicht auch doch mal in ein Cabrio setzen. Das Weil ist eine gute Idee. ja, und ich freue mich. Los geht's. Cabrio, Verdeck auf und dann heißt es erstmal ein bisschen fahren und Sonne genießen. So, alle da? Ja, so richtig assi. Lästert bitte später weiter. Okay, ja. Kameras an. Jetzt können wir mal reingehen und uns das ganze Spektakel mal ansehen. Hier steht schon dick auf Fett AMG auf der Straße. Die Autos sind auch schon aufgereiht hier. Ich bin mal gespannt, wie das hier aussieht. Welcome. Und da steht auch schon die Limousine. Worauf seid ihr denn gleich so gespannt? Fahren. Die Strecke natürlich. Was noch? Bilsterberg bin ich noch nie gefahren. Sehr schön. Oh, Olli ist heute Soll Jungfrau. ja, wie man sagt, Nicht nur heute. das lassen wir so hingestellt. Franz war schon mal hier, ich war auch schon mal hier. Aber ich denke, nach so ein, zwei Runden, dann bist du da auch drin, weil die Strecke ist auch gar nicht so lang, 3 Kilometer irgendwas, glaube ich. Genau. Ne? Die ist nicht so lang, Also aber, ist einfach zu merken. aber sehr, sehr cool. Wir können gleich mal ein bisschen Gas geben und das machen wir auch. Ne? Aber jetzt erstmal essen. Ich sehe nämlich da vorne, gibt es was zu essen. Das machen wir. Also auf jeden Fall geile Bilder für eine Foto-Love-Story zwischen den beiden hier. Oh. on the game, and we ride on the flames till the morning light, baby, 'cause we're dynamite. Ain't nobody gonna hold us down. Break all the rules, let them run and hide, baby, 'cause we're dynamite. Gonna let the world know. So, wir wurden jetzt in Gruppen aufgeteilt und für mich geht es jetzt zuerst auf die Rennstrecke. Jetzt muss ich mich ein bisschen warm fahren, hole mir jetzt noch einen Helm, weil wir fahren, so wie es sich gehört, auch mit Helm und deswegen mache ich das jetzt mal eben. Sind beide Werksfahrer auf dem AMG, normalerweise auf der Rennstrecke mit dem GT3 unterwegs. Heute mit euch genau im C63S im neuen.
Der Wagen fährt sich schon sehr sportlich. Man merkt schon sehr extrem die Unterschiede zwischen dem Komfortmodus und dem Race-Mode. Oh, heiß hier drin. Jetzt wird einmal gewechselt. So, jetzt sitze ich in der Limousine. Eigentlich genau das gleiche Auto, nur ist die Limousine, was ihr vielleicht ein bisschen spüren könntet, dass die Limousine ein bisschen unruhiger mit dem Heck ist. Einfach, weil das Coupé ist ein bisschen breiter, die Hinterachse, und auch von der Aerodynamik her ein bisschen anders, logischerweise, weil die Form einfach anders ist. Deswegen ist die Limousine immer ein bisschen leichter im Heck. Man merkt schon, der Wagen, der ist auf jeden Fall etwas schwieriger zu handeln als das Coupé. Es ist halt eine Limousine, ist jetzt nicht unbedingt dafür ausgelegt, um schnell hier über die Rennstrecke zu fahren. Also in dem Coupé habe ich mich schon mal wesentlich sicherer gefühlt. Man merkt auch, wie hier die Regelsysteme viel öfter auch einsetzen, weil das Heck dann doch schon irgendwie eher mal kommen möchte. Also ich versuche ihn auch gerade schon so ein bisschen herauszufordern, um ehrlich zu sein. Ist nicht so ganz einfach mit dem Wagen. Ich bevorzuge da definitiv für sowas das Coupé. Dafür ist es auch eher ausgelegt als jetzt die Limousine, ganz klar. Ich muss sagen, mit dem Coupé habe ich mich einfach jetzt mehr getraut als mit der Limousine. Ich vertraue der Limousine da noch nicht so ganz. Aber trotz alledem, für eine Limousine ist das ein sehr sportlicher Wagen. Das neue Lenkrad finde ich persönlich sehr, sehr schön gelungen. Viele Knöpfe muss man erstmal mit zurechtkommen, aber ich denke, wenn man sich in diesem Fahrzeug schon ein bisschen eingesessen hat, dann ist das alles doch recht übersichtlich. So, nach der Rennstreckenfahrt habe ich jetzt auch mal ein bisschen Zeit, mir das Fahrzeug noch mal genauer anzusehen. Und das mache ich jetzt mal zusammen mit euch. Und wir fangen an mit der Front. Wie ihr seht, hat sich auch hier so einiges geändert. Die Lufteinlässe sehen ein bisschen anders aus. Und der Panamericana Grill ist endlich dazu gekommen. Den finde ich persönlich ja sehr, sehr schön. Lässt das ganze Auto vom Weiten einfach wesentlich wuchtiger, aggressiver aussehen. Neue Leichtmetallräder sind dazugekommen. Und das Heck gucken wir uns auch noch mal eben an. Auch hier können wir eine Veränderung feststellen. Also wie ihr seht, haben wir jetzt hier einmal den Diffusor aus Carbon. Und der sieht auch noch mal wesentlich wuchtiger aus als bei dem Vor-Facelift. Und die Endrohrblenden sind auch größer geworden. Schauen wir mal drinnen nach. Hier haben wir ein neues designtes Lenkrad. Das Interieur gefällt mir persönlich auch sehr gut mit den Sportsitzen hier und diese gelben Ziernähte finde ich sehr schön. Wenn ich jetzt mal hier einmal die Zündung schalte, sieht man auch hier den Panamericana Grill, der einem kurz angezeigt wird, und hier nochmal ein Display für das Navi. Mittelkonsole, da hat sich nicht so viel geändert. Optisch muss ich sagen, gefällt er mir sehr gut. Vom Fahrgefühl her hat sich jetzt nicht so viel geändert, obwohl wir auch hier eine Veränderung haben, die meiner Meinung nach sehr wichtig ist zu erwähnen. Wir haben jetzt kein 7-Gang-Getriebe mehr, sondern ein 9-Gang-Getriebe. Ein Mehrfachkupplungsgetriebe, wie sich das bei Mercedes nennt. Und es gibt auch die Möglichkeit, wie zuvor nur im GTR, jetzt die Traktionskontrolle zu regeln, und zwar in 9 Stufen. Das probiere ich heute mal lieber nicht aus. Das könnte vielleicht ein bisschen in die Hose gehen auf der Rennstrecke. Auch hier vielleicht noch ganz cool zu zeigen. Was mir gefällt, ist auch, dass wir jetzt hier so eine digitale Anzeige noch zusätzlich im Lenkrad haben. Einmal hier für die Auspuffklappen und hier für die Fahrmodi zum Beispiel. Wenn ich das hier umstelle, dann sehen wir auch hier, wie sich das umstellt. Eine Sache darf natürlich nicht fehlen, und das ist der Soundcheck. Starten wir ihn mal. So, der Wagen ist jetzt im Komfortmodus. Klappe ist zu. Okay, aber wir machen jetzt mal die Klappe auf. Man hört schon mehr. So, eine Sache
fehlt jetzt aber noch. Und zwar wollen wir ja jetzt auch nochmal den Sound hören beim Wegfahren. Schalte ich auf den Sportplatz. Ich fahr weg. Ich sehe da was mir ganz besonders gefällt. Und das ist Essen, Barbecue. Wann hat man schon die Möglichkeit, an der Rennstrecke so ein Barbecue hier zu machen? Ich finde das eine sehr coole Idee. Und ja, vor allen Dingen, wir können jetzt hier so ein bisschen noch untereinander ein bisschen Quatsch machen hier, so alle YouTuber und diese ganzen Influencer hier und so. Das Barbecue ist eröffnet. Ja, dann darf der Franz zuerst. Dann stürmt euch doch mal jetzt hier auf das Fleisch. Warum nicht, ne? Ento das Längssteak? Ja, danke schön. Bitte schön. Ja, vielleicht auch noch mal kurz zeigen hier, das Branding auf dem Fleisch. Und meine Lieben, jetzt kommt noch ein Surprise, eine Überraschung. Und ich habe es gerade schon vom weiten Anfahren sehen. Was kommt denn da? Die Spannung steigt. Das ist ein AMG GT 4 Tourer oder 4-Door. Geiler Sound. Sehr cool. Nice. Here is the dessert for you with the surprise. Hello everyone, I'm glad to see you here on the track. So ihr Lieben, der Tag neigt sich so langsam dem Ende und wir sind jetzt auf jeden Fall gut gesättigt und jetzt wechseln die Getränke von nicht alkoholisch auch schon zu alkoholisch, also nicht bei mir, aber der Klaus ist schon wieder gut dabei. Hier umarmt sein Bier, wie ihr seht. Ja. Und auf jeden Fall, der Tag hat uns, glaube ich, allen echt viel Spaß gemacht, war ein super gut organisiertes Event und viele interessante Autos da. Es war schön, auch mal die Unterschiede zu testen zu dem Coupé und der Limousine. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen da, Daumen nach oben bitte. Und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt doch einfach in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat von den ganzen Modellen, die ich hier heute gezeigt habe. Und vielleicht interessiert euch ja noch mehr zu einem bestimmten Modell. Fragt es einfach. Bis zum nächsten Mal. Ciao. On the flames till the